Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget, und wir sind auf Server EU7. Die Players to Watch möchte ich jetzt vorstellen. Ich habe schon ein Video zu EU7 gemacht, weil es eine sehr awkward Situation gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es auf Englisch gemacht, schaut es euch gerne nochmal an, falls ihr es nicht gesehen habt. Und jetzt wollen wir uns aber eben angucken, wer sich beworben hat. Nicht wundern, das Ganze ist jetzt hier ein kleiner One-Take. Es ist einfach auch nicht mehr Zeit zu schneiden, großartig. Darf mir jetzt also kein Verhaspler passieren, ja, wäre nice. Und ja, also ich muss mal sagen, es ist noch Platz. Wir hätten noch ein bisschen Platz für ein paar Spieler, falls ihr also noch dabei sein wollt bei der Players to Watch. Dann bewerbt euch einfach per Kommentar oder in-game auf EU7, damit ich euch in die Friendlist aufnehmen kann. Wir wollen mal gucken, wer da jetzt drin ist. Tatsächlich haben sich 6 Leute beworben. Hoodie meinte, er heißt in-game Büse. Also B-Y-S-E, so hier. Sergio Koray habe ich gesucht. Und ich finde ihn nicht. Weiß nicht, ob er sich verschrieben hat oder ob er gar nicht da ist. Also das müsste man nochmal klären. Er hatte eigentlich einen coolen Text geschrieben und ja, schade wäre es natürlich, wenn er jetzt wirklich nicht dabei ist. Wir gehen wie immer alphabetisch vor und wir fangen an mit Leon. Und Leon hat ein Ziel. Er will langfristig in die Top 200 kommen und Leon spielt jetzt gerade schon. Also ich muss dazu sagen, der nächste Part wird entweder am Ende von Tag 2 aufgenommen oder am Ende von Tag 3. Und Leon ist jetzt gerade hier 44 im Postfach, 46 hier. Das heißt, er levelt gerade und ist klar, es ist gerade 2 Uhr. Der zweite Tag ist gerade mitten im Gange. Und Leon wird jetzt, ja, ist eigentlich voll, ja, er ist voll Gem. Er wird versuchen, jetzt auf Level 50 zu kommen und dann Epics zu farmen, um dann weitere Dungeons zu machen. Ich hoffe, er hat noch Abenteuerlust übrig. Er hatte wohl vor, bei Underground zu spielen, ist jetzt bei Dead by Sunrise. Dead by Sunrise könnte auf diesem Server Stand jetzt eine Gilde definitiv im Top 3 Niveau werden und Underground vielleicht nicht ganz, vielleicht hat er deshalb auch schon gewechselt. Ja, Top 200, langfristiges Ziel. Im Moment steht er ganz gut da, würde ich sagen, aber klar, es ist noch zu früh, um das zu bewerten. Als nächstes haben wir den Mulatom. Und also den Gildennamen kann ich nicht wirklich aussprechen. Ich hoffe, ich muss das auch nie. Er ist ein Free-to-Play-Spieler. Das freut mich natürlich auch. Free-to-Play, Level 22 gerade als Krieger mit 13,45% SA. Muss man mal so sagen. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie gut das ist. Ich vermute mal, dass die Gilde jetzt nicht die allerbesten Ausbauten hat. Aber es ist immerhin eine Gilde. Na doch, es geht eigentlich, muss man sagen. Eine internationale Gilde. Die spielt anscheinend so, ist so ein bisschen gemixt. Ja. Und hat auch ein paar Spiele auch vom höheren Level. Also da hat er wahrscheinlich tatsächlich ganz ordentliche Boni auch zur Verfügung. Ich dachte so vom Namen her, dass es vielleicht schwächer ist, aber die scheint gar nicht so übel zu sein. Also muss man mal beobachten. Dementsprechend wäre es natürlich praktisch für ihn, dass er selbst als Free-to-Play-Spieler da in einer Mix-Gilde dabei ist. Dann kann er schon von einer relativ guten Boni profitieren. Wichtig ist natürlich, dass er auch die Ziele einhält, die die Gilde vorgibt. Und das ist natürlich immer die Frage. Je besser die Gilde ist, desto höher werden in der Regel die Ziele. Ich hoffe natürlich nicht, dass er da in einen Nachteil kommt. Ja, die bekannteste Person in meiner Players to Watch, würde ich mal behaupten, ist er hier, Sergio Koray. 27er Dämonenjäger jetzt. Der hat auch ambitionierte Ziele, hat er geschrieben. Er will, glaube ich, schauen wir mal, mittelfristig Top 100 sein und in der Gilde Top 25. Also er hat eine eigene Gilde. Den Gemüsegarten hier am Start. Hat er auch, glaube ich, auf dem Kanal vorher gepostet. Im Moment steht er mit seinem Char auf jeden Fall auch gut da nach dem ersten Tag. Er hat jetzt, glaube ich, nicht mehr weitergespielt. Also Tag 2 müsste noch relativ vollständig dabei sein. Er hat schon angefangen, Items zu sammeln. Steine, hat hier sogar schon Geschickstein drin. Gutes SA mit 40%. Also das Ziel kann er erreichen. Top 100 ist möglich. Definitiv. Also der Server wird in der Breite nicht so stark sein wie manche andere EU-Server zuvor. Das Gefühl habe ich zumindest jetzt. Werden wir uns natürlich auch nochmal angucken. Dann haben wir danach den The Naked Man. Den Leader vom Fisting Club sozusagen.
der Naked Guild Leader. Also, der hat jetzt hier 28 Leute unter sich, die alle nackt sind. Sogar der Mo-Zone als Short Zone ist damit am Start. Und ja, das ist natürlich gut, dass wir ihn in der Players to Watch haben. Damit haben wir im Prinzip auch die ganze Gilde in der Players to Watch. Da hätte ich natürlich auch mit so einem ja, Nicht-Skill-Char, der dann irgendwann nackt ist, auch gut was leisten können, wie ich es auf anderen Servern gemacht habe. Also das wird interessant sein. Ich meine, auch 22, also anscheinend, ne, Free-to-Play, wenn man jetzt nicht was auf Dungeons geht, kommt man auch wirklich gut auf das Level. Hat sogar richtig ordentliches. Gut, hier ist nicht gesagt, ob Free-to-Play oder nicht. Ne, hier kann man auch Pilze einsetzen. Das ist der Vorteil gegenüber Tom zum Beispiel. Aber dafür hat er natürlich Ausrüstung, ne? Schon lustig. Er hat einfach natürlich hochgeskillt hier. Basis-Skills von 210, das ist nicht wenig. Also wenn ich es mal mit mir vergleiche. Holla. Schauen. Wird natürlich eigentlich auch nice zu wissen, wie viele Dungeons er gelegt hat. Also ein paar Dungeons hat er definitiv gelegt. Würde ich mal sagen, also so die ersten 3 oder so. Also das sehen wir ja leider nicht. Uns fehlt der Orden. Ja. Und im Moment der letzte, aber nicht der letzte, Xandal von den Stormbringers. Xandal ist ja eine ewige Ikone meiner Players to Watch auch. Also könnte meinen, er ist Content Creator so oft, wie er auf neuen Servern auch mitspielt, aber immer auch einen ordentlichen Char, solange wie er den aktiv spielt, bringt er auch immer in Gilden, die ambitioniert sind, eine gute Leistung und er spielt wie immer das Ganze halt Free-to-Play, er möchte es langfristig spielen, ist hier schon Level 25, SA 12,13%, Stormbringers heißt die Gilde und ja, die ist auch voll. Sieht auch ordentlich aus, so auf den ersten Eindruck. Sicherlich eine Free-to-Play oder Mix-Gilde. Ja, ist eine Free-to-Play Eco International Guild. Ich glaube, die hatte auch auf dem Discord schon lange vor dem offiziellen Server-Start zur EO7 dieses Projekt oder diese Gilde beworben. Von daher passt da Xandalf gut rein mit seinem Char. Wenn die langfristig spielen, ja, geht's gut los. Und ich würde sagen, das war's mit der Players to Watch. Wie gesagt, hier können sich noch 2, 3 Leute gerne mit anmelden. Bleibt mir in-game oder eben per Kommentar. Und dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Würde ich mich freuen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao, ciao.